Im dritten Video der neuen Reihe zur Barrierefreiheit im Vogelzimmer soll es um die Vögel gehen, die durch Amputationen und Fehlstellungen ein erhöhtes Risiko für Druckstellen und Druckgeschwüre haben. Ihr habt vielleicht schon einmal von Druckgeschwüren an den Füßen und Zehen der Vögel gehört, die durch falsche Sitzstangen begünstigt werden. Sie verursachen Schmerzen und können, wenn sie chronisch werden, sogar zu Entzündungen führen. Behinderte Wellensittiche, die aufgrund von Amputationen oder anderen Gelenkerkrankungen wie Arthrose häufig eine Schonhaltung einnehmen, sind anfälliger für dieses Gesundheitsproblem. Wie können wir da vorbeugen? Ich hatte ja in meinem ersten Video, als ich die verschiedenen Einschränkungen vorgestellt habe, von Maya gesprochen, meinem Hahn mit Spreizbein, einer extremen Fehlstellung der Beine. Am Schluss konnte Maya nur noch auf dem Bauch liegen und stand in Gefahr, ein Liegegeschwür zu entwickeln. Der Tierarzt riet mir, seine Lieblingsplätze mit Stoff zu polstern. Mit dem Erfolg, dass der renitente Vogel sich überall hinsetzte, nur nicht auf das Stück Stoff. Ich nehme an, im Vogelkäfig oder der Voliere fällt es leichter, den Lieblingssitzplatz mit einem Mikrofasertuch und Luftpolsterfolie zu polstern. Weiche Liegebrettchen aus Kork und Matten oder Spielzeug aus Seegras wusste der kleine Hahn später mehr zu schätzen. Das weiche Naturmaterial ist vor allem für Vögel mit Fußproblemen und Arthrose eine Wohltat, denn in die flexiblen Matten oder köhlenartigen Spielzeuge können sich die Wellensittiche einfach reinlegen. Maya konnte so ihre Beine entlasten und ohne Sturzgefahr schlafen. Bei Lähmungen und starken Fehlstellungen der Beine kann auch das Fressen am Futternapf eine Herausforderung sein. Ich selbst nutze diese hübschen Keramikschalen mit einem relativ hohen Rand. Für manch gehbehinderten Wellensittich stellt dieser Rand aber eine unüberwindbare Barriere dar. Flache Näpfe ohne hohen Rand sind da die bessere Alternative. Ich habe zum Beispiel noch einen Edelsteinnapf, der in eine massive Holzscheibe gesetzt werden kann. Diese schwebende Futterstelle lässt sich anfliegen oder bequem von 2 Korkschaukeln aus zu Fuß erreichen. Und eine Kokosnusshälfte lässt sich ebenfalls zum Futternapf umfunktionieren, wie in diesem Spielzeug. Ein ganz besonderes Problem ist der Missbrauch von behinderten Vögeln. Stark beweglich eingeschränkte Vögel können sich in der Regel nicht gegen stärkere, gesunde Vögel wehren. Wenn diese Vögel sich auf ihren Rücken stellen, können sie nicht wie gesunde Vögel abschütteln. Das kann zu einer psychischen Traumatisierung führen. Leider musste ich bei Maya erleben, dass die beiden Hähne Herbie und Yoshi so über den wehrlosen Hahn hergefallen sind. Mir blieb als einzige Möglichkeit, Maya stundenweise vom Schwarm zu trennen, damit sich der kleine Vogel etwas erholen konnte. Ideal wäre gewesen, wenn Maya einen Partner gehabt hätte, mit dem ich den Handicap Valley in Paarhaltung hätte separieren können. Aber leider hatte der Hahn wegen seinen Einschränkungen keinen festen Partner gefunden. Ein Sicherheitsrisiko sind auch Trink- und Badeschalen für Wellensittiche mit Spreizbeinen oder sonst eingeschränkter Mobilität. Selbst in flachen Schalen laufen die Vögel Gefahr zu ertrinken. Die Handicap-Valleys sollten deswegen nie unbeaufsichtigt baden und als Rettungsanker ein Stück Holz oder Korkrinde in der Badeschale finden. Welche Erfahrung habt ihr mit gehandicapten Wellensittichen gesammelt? Gab es bei euch im Schwarm oder in der Paarhaltung auch schon Fälle von Mobbing oder gar Missbrauch? Wie seid ihr damit umgegangen? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren.